Ihr wisst, manchmal geht das ganze Zeug, das wir vorhaben und machen, ein bisschen länger. Und heute ist endlich das Finale von etwas ganz Speziellem, nämlich vom Lederbopper. When I first saw her, a black cat crossed my trail. Bad news and high heels made me go off the rails. But one look at her, she's oh so fine. I know I've got to make her mine. She's just my kind, I can't get her off my mind. Es funkt und tut. Eben, genau. Es kommt immer etwas zwischendrin. Und da sind einfach sehr viele Leute mit im Spiel gewesen. Und apropos Leute, Cedric und Xavier, wieder einmal. Danke, dass wir dann da sind. Es ist lang her, es ist wirklich lang her. Aber 2 Jahre älter, oder? Genau, ja. ja, das sieht man dann sehr gut natürlich, oder? Bei dir sehen wir es nicht so. Aber Ja. Ich sehe, du hast ja da schon ganz geile Skizzen gemacht. mit einem höheren Lenker, mit vielleicht eine tiefere Sitzposition, vielleicht dann auch vorne ein grösseres Rad, das den Harley-Style gibt. Ja, ich denke, das ist schon noch sehr special. Ja, das kommt gut, ja. Haben wir doch noch etwas da. Also, schau jetzt da. Jetzt da noch so einen Harley-Tank. Etwas von einem Anhänger gesagt. Ja, genau. Da gibt es noch einen Anhänger dazu. He? Schon das Beste. Aha. Gut. Angefangen beim Projekt bin ich auch noch in der Lehre als Metallbauer und dann habe ich noch eine Zusatzlehre angefangen als Landwirt und bin jetzt diesen Sommer abgeschlossen. Ist 2 Jahre gegangen. Ist 2 Jahre gegangen, ja. Ja. Und du bist natürlich auch schon. Ja, ich habe jetzt die Schule fertig und habe natürlich die Lehre angefangen als Velomechaniker. Ja. Ich bin jetzt mittlerweile auch schon im 3. Lehrjahr. Wahnsinnig aufwendiges Projekt. Wir sind hier heute, um das Final fertigzustellen. Jetzt geht es ein bisschen darum, Anbauteile, Auspuff und natürlich Anhänger, LED-Beleuchtung. Das ganze Ding ist beleuchtet. Am Töffli und am Anhänger. Und den Anhänger habt ihr noch gar nie gesehen. Ihr seid ja versiert unterdessen, weil den Anhänger habt ihr selber verkabelt und angeschlossen. Machen wir doch gerade zuerst mal die LED-Geschichte am Töffli. Und dann holen wir den Anhänger dazu. Sehr gut. Ja, ich bin froh, dass ihr da seid, weil ich und Strom, das ist ja immer so eine Geschichte, das ist ja bekannt natürlich. Die Schiene sieht man hier unten wunderbar, die ist schon montiert, die geht von da vorne bis da hinten rauf. Also das ist nachher alles indirekt beleuchtet. Und alles, was LED ist, Anhänger und die Schiene, ist dann, ich verrate noch nicht zu viel, sehr speziell, kommt alles aus dem Anhänger, oder? Genau. Also gut, wie gehen wir vor? Jawohl. Ja, nicht zu fest. Ich glaube, es ist am schlauesten, wenn wir den Anhänger holen. Ja. Dann hängt man das mal an, weil jetzt kommt man noch dazu. Genau, ja. Und wenn alles funktioniert, können wir ihn quasi optisch noch fertig bauen mit Sattel und Seitenschütz. Hey, rattenscharf, oder? Scheiße. Ja, genau. Wir haben alles noch ausgespeichert, die kleinen Rädchen und die Schutzbleche. Das ist alles im gleichen Stil wie beim Hobel. Also einfach nur noch geil. Unsere Idee war eigentlich ein integriertes Solarpanel, dass wir
Batterie speisen können, die nachher schlussendlich die Lichter speisen und so weiter und so fort. Also ihr habt oben dran Solarpanel, dann drin rein. Da drunter ist eigentlich die ganze Technik, die vom Solar nachher in die Batterie gespeisen wird und von der Batterie dann über den Deichsel durch das Kabel der Hobel geht. Das ist innen und außen beleuchtet. Das ist ja schon geil. Mehr ist mehr. Ja, genau. Da bin ich gespannt, wie das aussieht. Ich meine, wenn du am Abend zu fahren kommst, oder? Das ist schon richtig geil, ja. Also gut, ich bin gespannt, wie verdammt der Pfeilbogen, ob das funktioniert und wie das aussieht. Das ist schon eine geile Shit. Ja, es ist also schon brutal. Hey. Mit dem, also das Leder, das ist wirklich richtig schön geworden. Zieht sich schön durch bis hinten mit dem Holz. Nussbaum, richtig schön. Sehr massiv. Sehr massiv. Ich habe ein bisschen Angst wegen der Rädchen, aber das hebt schon. Also, jetzt montieren wir schnell den Auspuff und die Jungs machen Kabeleien, weil das ist bekanntlich nicht mein Ding. Und dann testen wir das. Ich bin sehr gespannt. Funken ist immer gut. Es funkt und tut. Das gefällt mir schon wieder am Strom. Wir schauen schnell, ob es brennt, aber ihr müsst noch schnell Geduld haben, weil ich will eigentlich das erst dann zeigen, wenn alles zusammengebaut ist. Also der Name Lederbopper kommt ja nicht von irgendwo, sondern wir haben uns entschlossen, da ganz viele Teile mit Leder zu beziehen. Und da haben wir natürlich mit sehr professioneller Hilfe haben wir das sehr gut herbekommen. Und das sehen wir jetzt gerade. Da habe ich mir aber noch überlegt, wir könnten gewisse Details noch mit Leder ausstatten. Eventuell sehr geil, sogar ja. noch den Tank in Leder einfassen. Dass Hast wir den du eigentlich ein geduldiger Ledermacher in dem Fall. Hallo, wir sind hier in der Autosattlerei Mohler. Ich bin der Patrick und das ist Andrea. Wir machen hier klassische Arbeiten für Motorräder, für Auto und alles, was ums Leder herumgeht. Du hast ja noch ein anderes Hobby, habe ich gesehen. Ja, es sind im Allgemeinen Fahrzeuge, egal ob sie in der Luft sind oder auf Boden oder auf See. Und wir bewegen uns im Kreis vor dem Zweiten Weltkrieg in den 20er und in den 30er und in den 40er Jahren. Wir haben hier einen Mark VI Sedan Coupé. Das ist von Bentley das Auto, das hergestellt worden ist für His Majesty selber. Und zwar, das Fahrzeug war auf grosser Tour durch Amerika. Und das Auto heisst The Flying Lady. Und das ist ein Einzelstück. Also, es gibt von denen nur das. Der Maharaja of Baroda, das ist das Auto, das der Maharaja in den 20er Jahren bis in den 60er Jahren gefahren ist in Indien. Und das Fahrzeug ist nachher in den 80er Jahren im Video bekannt worden mit dem Billy Idol im Film White Wedding. Ich fahre mit diesem Auto zwischen 2.000 und 5.000 Kilometer mehr. Die werden gebraucht, die werden gefahren. So soll das sein. Also, ich bin hier mit dem Xavier, seinen TÜV-Teilen, die wir neu beziehen. Wir haben eine spezielle Geschichte, und zwar veredeln wir sein Töffli mit Echtleder veredeln. Wir haben das Muster abgenommen, das Muster erkennt man hier. Und dann tut man das schön nachzeichnen.
Es sieht wunderschön aus. Es sieht wirklich aus wie aus einem Stück. Ich habe wirklich gedacht, das ist vielleicht zu viel, aber es sieht wirklich der Hammer aus. Da sieht man zum Beispiel ein Teil, wie die Farbe den Lack direkt anschliesst an der Kante mit der Naht. Also ich hätte niemals gedacht, dass man mit Leder so sauber arbeiten kann, mit so einer Bombierung. Um das Ganze so rund zu bringen, oben ist es perfekt. Im unteren Bereich, du siehst es, da haben wir das Leder wie stossen, weil es ist fast zu viel war. Und dann hat man es müssen, total mit Föhnen und Wärme hat man es müssen formen, dass das Ganze so schön verschwindet. Und wenn man das jetzt von oben anschaut, sieht es aus wie ein Tropfen. Das ist die Seitenabdeckung vom Töffli. Die bekannte Brötli-Form, das heisst, die Form, die Shape, entspricht aus den 60er, 70er Jahren, wie das halt die Sättel zu dieser Zeit waren. Und er sieht nicht nur schön aus, er ist auch bequem. Das Leder hat einen grossen Vorteil zu allem anderen. Es wird immer schöner, weil es Patina bekommt. Also das lebt. Also die Teile sind alle fertig und viel Spaß beim Zusammenbauen und Happy Motoring. Ja, danke vielmals. Bitte. Gut. Schön. Also das finde ich ganz ein geiles Special dort. Das ist geil, Mann. Und jetzt geht das mit Klatschen und dann geht das Licht an. Logisch. Ja, logisch. Also das finde ich richtig stark da. In der Nacht, weißt du, wie geil ist das? Zum Abheuern kannst du links und rechts orange blinkend zum Beispiel, oder? Aha, du kannst die sogar separat noch stellen. Ohne Scheiß. Es ist abartig, oder? Man sieht, dass man auch den Helm findet im Dunkeln, oder? Ja, genau. Richtig geil, oder? Das ist der Oberburner. Das ist einfach der absolute Oberhammer. Das ist jenseits. Das haben wir vor 2 Jahren eingestellt. Jetzt bist du noch gewachsen, oder? Ja. Schaffe, geil. Es hat sich so gelohnt, das grosse Vorderrädchen. Es macht so viel aus. 19 Zoll, das ist einfach etwas ganz anderes. Das fühlt sich einfach richtig aus. Klar, du hast Federweg, ist natürlich sehr begrenzt, aber die ist so hart, das langt. Ja, eine lange Bauzeit, Ja, würde ich sagen. Wo wir da zum Lederspezialist sind, da sind wir natürlich völlig unwissend dorthin und sind mit unseren wilden Ideen gekommen, da mit dem Leder um den Tank herum. Und beim Anhänger sind wir ja da zum einmal zurück auf den Start, oder? Ja, ja genau. Ja, sag's nicht, ja. Wir von vorne müssen anfangen. Ja, Und eben das grosse Highlight ist natürlich die ganze LED-Beleuchtung, oder? definitiv. Und so ist mit dem Solarpanel ist natürlich der Oberhammer, oder? Dann Ja. kann man irgendwo, wo man eine Ausstellung hat, oder? Dann Ja. braucht man keine Steckdose. Ja. Kann man einfach unabhängig, kann man das Licht lang. Aber da kannst du kein Salami schneiden auf dem Panel, da muss man schon ein bisschen vorsichtig Ja, tun. man muss schon ein oder? bisschen vorsichtig Ja, sein. eben, Ja. gell? Ja. Das Vorderrad zum Beispiel gefällt mir unheimlich Ja. gut, das 26 Zoll Rädchen, oder? Also ich würde sagen, wir sind gespannt. Schreibt doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von dem Ganzen. Ich weiss nicht, ob ihr mal getraut, mal eine Stundenschätzung abzugeben, wie viele Stunden Arbeit das da in diesem gesamten Projekt reinstecken, mit Anhänger, mit Leder und allem. Wäre mal sehr spannend zu wissen. Also, mich hat es natürlich sehr gefreut. Ich sage euch natürlich danke vielmals. Danke auch vielmals. Und es war ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ja. Euch daheim danke vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns in einer Woche. Und tschüss miteinander. Ciao zusammen.